Manchmal ist es schwer, seine Emotionen im Zaum zu halten, besonders wenn mehrere Jahre lang Ereignisse geschehen, die einen aus der Bahn werfen. Aber kann man einen sorgfältig geplanten Mord als Verlust der Kontrolle bezeichnen? Joanna Simpson wurde 1964 geboren. Ihre wohlhabende Familie lebte in Yorkshire, Großbritannien. Hier verbrachte sie den größten Teil ihrer Kindheit. Joanna besuchte eine Grundschule für Mädchen und absolvierte mehrere Klassen, bevor die Familie beschloss, ihren Wohnort zu wechseln. Die Simpsons zogen nach Laxey auf der Isle of Man, nachdem ihr Vater seine Baufirma verkauft hatte. Nach dem Abschluss der örtlichen Schule besuchte Joanna die Oxford High School und studierte anschließend Betriebswirtschaft an der Universität. Unter Gleichaltrigen war sie recht beliebt. Joanna war ein wohlerzogenes, freundliches und optimistisches Mädchen, das allen, mit denen sie gut auskam, gerne half. Das zog die Menschen an, sodass sie immer von Klassenkameraden viel Trubel umgeben war. Sie verbrachten gerne Zeit mit ihr. Natürlich gab es in dieser Gruppe auch junge Männer, die auf ihre Aufmerksamkeit hofften. Trotzdem war Joanna eher auf ihre Arbeit und Karriere fokussiert und wollte erst einmal sicher im Leben stehen, bevor sie eine Familie gründete. Sie beschloss, 1994 zu heiraten, als sie 30 Jahre alt wurde. Ihr Ehemann stammte ebenfalls aus einer wohlhabenden Familie. Zusammen mit ihrem Mann kaufte Joanna ein riesiges Haus in Ascot. Es war in einem verwahrlosten Zustand und musste renoviert werden, um bewohnbar zu werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Paar noch keine Kinder, daher erschien die Wahl eines so großen Hauses manchen übertrieben. Sie lebten nur zu zweit in der Nähe von Windsor, wo sich das Schloss der königlichen Familie befand. Außerdem war Legoland nicht weit entfernt, sodass der gewählte Wohnort eine gute Option zu sein schien, um die Familie zu vergrößern. Dennoch hatte Joanna es nicht eilig, dies zu tun. Sie plante, einen Teil des Hauses zu einem Gästehaus umzubauen, damit Verwandte und Freunde öfter zu Besuch kommen konnten. Ihr Mann unterstützte sie, wollte aber auch Nachkommen haben. Es schien eine liebevolle Beziehung zu sein, aber nach 3 Jahren Ehe beschloss ihr Mann, sich von ihr zu trennen. Es schien, als sei dies alles darauf zurückzuführen, dass sie keinen Kinderwunsch hatte. Joanna war von dieser Entscheidung erschüttert. Ihre Freunde bemerkten, wie niedergeschlagen sie war und wollten ihr helfen. Eine ihrer engen Freundinnen arbeitete zu dieser Zeit als leitende Flugbegleiterin. Sie hatte einen Flug nach Südafrika geplant. Die junge Frau schlug ihrer Freundin vor, mit ihr zu fliegen, in der Hoffnung, dass ein Tapetenwechsel ihr helfen würde, wieder zu sich zu kommen, und sie willigte ein. Wie sich herausstellte, war diese Entscheidung schicksalhaft, denn während des Fluges lernte Joanna einen Mann namens Robert Brown kennen. Er war Pilot bei British Airways und flog das Flugzeug, mit dem sie und ihre Freundin unterwegs waren. Der Mann liebte das Laufen und war 3-mal britischer Meister im Crosslauf, worauf er sehr stolz war. Es schien, als hätten sie viel gemeinsam, und so begann eine Liebesbeziehung. Joanna behielt sich das Recht auf das Haus aus ihrer ersten Ehe vor, da sie einen Großteil der Mittel dafür investiert hatte. Kurz nach ihrer Rückkehr aus Afrika zogen sie und ihr neuer Liebhaber hier zusammen. Bereits im September 1998 begannen sie, über eine Heirat nachzudenken. Zu Weihnachten machte der Mann ihr einen Heiratsantrag. Alles entwickelte sich sehr schnell. Joanna war normalerweise viel vorsichtiger, aber diesmal nicht. Nach ihrer Verlobung im Februar 1999 gaben sie sich das Ja-Wort. Diese Eile überraschte viele, sogar die Eltern der jungen Frau, die Robert bis dahin nur wenige Male gesehen hatten. Der Mann machte keinen guten Eindruck auf sie. Sie hielten ihn für zu arrogant und glaubten, er könne ihrer Tochter keine Liebe schenken. Es war jedoch sinnlos, Joanna davon abzubringen. Sie war unabhängig und alt genug, um solche Entscheidungen zu treffen. Das Einzige, was die Eltern der jungen Frau tun konnten, war sie zu überreden, vor der Hochzeit einen Ehevertrag aufzusetzen. Die Simpsons waren der Meinung, dass diese Beziehung schnell enden könnte und wollten nicht, dass ihre Tochter sich um eine Scheidung sorgen und riskieren musste, einen Teil des Vermögens zu verlieren. An der Hochzeit nahmen etwas mehr als 20 Personen teil. Die Frischvermählten wollten nicht viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und keine übertrieben pompöse Feier veranstalten. Nach der Trauung reiste das Paar sofort in das Land, in dem es sich kennengelernt hatte, nach Südafrika. Joanna hoffte, dort eine unvergessliche Hochzeitsreise zu verbringen, doch schon in den ersten Tagen der Reise kamen ihr Zweifel an der Richtigkeit ihrer Entscheidung. Robert benahm sich gegenüber dem Hotelpersonal so arrogant, dass es ihr selbst unangenehm wurde.
Bis zu diesem Moment hatte sie ihren Geliebten noch nie so unhöflich erlebt. Noch bevor sie aus den Flitterwochen zurückgekehrt war, rief Joanna ihre Mutter an und teilte ihr ihre Befürchtungen mit, dass sie an ihrer Entscheidung zweifelte. Sie erkannte, dass sie Robert nicht gut genug kennengelernt hatte und beobachtete nun mit Entsetzen das Verhalten des Mannes während der Flitterwochen. Sie befürchtete, dass seine Grobheit bald auch ihr gelten würde. Obwohl Joanna ihre Entscheidung für einen Fehler hielt, trennte sich die junge Frau nicht sofort nach ihrer Rückkehr aus Südafrika von Robert. Stattdessen kam ihr der Gedanke, dass sie diesen Mann ändern könnte. Diese Entscheidung hing wahrscheinlich mit der Schwangerschaft zusammen, die Joanna nach ihrer Rückkehr festgestellt hatte. Wie die meisten Frauen dachte sie, dass die Geburt des Kindes ihrem Mann helfen würde, aufmerksamer und fürsorglicher zu werden, wenn er Vater würde. Robert schien jedoch ihre besten Hoffnungen zunichte machen zu wollen. Anstatt milder zu werden, als er erfuhr, dass seine Frau schwanger war und es ihr schwerfallen würde, ihn zu verlassen, wurde er noch grober und arroganter. Nun richtete sich sein Verhalten auch gegen ihre Angehörigen und Freunde. Dennoch wollte Joanna sich nicht scheiden lassen, da sie befürchtete, dass das Kind keinen Vater haben würde und dies ein großes Problem darstellen würde. Als Alex auf die Welt kam, änderte sich an der Situation wenig. Einige Monate später wurde Joanna erneut schwanger und Katie kam zur Welt, aber auch das zweite Kind hatte keinen Einfluss auf Roberts Verhalten. Allerdings fügte er seiner Frau zu diesem Zeitpunkt keine körperlichen Verletzungen zu, was das Paar möglicherweise ebenfalls davon abhielt, sich zu trennen. Aber alle Verwandten und Freunde bemerkten, wie sehr er sie psychisch traumatisierte. Der Mann war sehr toxisch und grob zu ihren Verwandten und Freunden. Alle sahen, wie sehr das Joanna verletzte. Je länger sie zusammen waren, desto deutlicher wurde der Unterschied zwischen diesen Menschen. Es war offensichtlich, wie unterschiedlich sie waren, dass sie überhaupt nicht zusammen sein sollten. Joanna selbst war sich dessen auch bewusst, aber die Kinder hielten sie davon ab, sich zu trennen. Bereits nach der Geburt ihres ersten Kindes erklärte sie mehrmals, dass die Ehe letztendlich zerbrechen und eine Scheidung unvermeidlich sei. Sie hielt so lange sie konnte durch, aber nach 8 Jahren wurde ihr klar, dass es so nicht weitergehen konnte. Die endgültige Entscheidung traf sie, nachdem ihr Mann ihr seine dunklen Gedanken mitgeteilt hatte. Er hatte darüber nachgedacht, sie und die Kinder mit einer Axt zu töten und sich anschließend mit einem Flugzeug das Leben zu nehmen. Die Frau war sehr verängstigt und reichte 2007 die Scheidung ein. Von diesem Moment an verschlechterte sich Roberts Verhalten noch weiter. Er begann offen zu sagen, wie sehr er ihre Angehörigen und seine Frau hasste. Außerdem begann der Mann zu manipulieren und deutete an, dass er sich das Leben nehmen könnte. Als das nicht funktionierte, begann er versteckt anzudeuten, dass er Joanna und ihren Kindern etwas antun könnte. Die Frau wusste nicht einmal, ob sie seine Worte ernst nehmen sollte oder ob es sich nur um Manipulationsversuche handelte. Sie glaubte, dass Robert sich das alles nur ausgedacht hatte, damit sie die Scheidung zurückziehen solle. Seinen Freunden erzählte der Ehemann, dass er die Distanz zwischen sich und den Kindern nicht vergrößern wolle. Aufgrund seiner Arbeit, die mit Flugreisen verbunden war, war er oft mehrere Wochen im Ausland und hatte nur sehr wenig Zeit für seine Kinder. Trotz Roberts negativer Einstellung zur Trennung gelang es ihm nicht, sein Verhalten zu ändern, um Joanna dazu zu bewegen, ihre Entscheidung zur Scheidung zu überdenken. In den ersten Monaten nach der Einreichung der Scheidung lebten sie noch zusammen. Plötzlich ereignete sich jedoch etwas, das sie von der Richtigkeit ihrer Entscheidung überzeugte. Eines Abends, als das Paar die Kinder ins Bett gebracht hatte, kam es zu einem weiteren Streit zwischen den beiden. Robert beschuldigte seine Frau des Fremdgehens, aber das war nicht wahr. Solche Anschuldigungen kamen regelmäßig aus seinem Mund, aber sie waren immer aus der Luft gegriffen, da Joanna sich ganz ihren Kindern widmete. Sie hatte nicht einmal Zeit, sich einen anderen Mann zu suchen oder Affären zu haben. Die Frau versuchte sich zu rechtfertigen, aber es schien sinnlos. Der Streit fand in der Küche statt. Irgendwann griff Robert nach einem Messer, ging auf sie zu, drückte ihr die Klinge an die Kehle und erklärte, dass er sie umbringen werde. Obwohl die Situation kritisch war, blieb das Opfer der Aggression ruhig. Mit ruhiger Stimme erklärte Joanna, dass es keinen Sinn habe, sie zu töten, da ihr Mann sehr gut wisse, was für eine gute Mutter sie sei. Wenn er sie töte, würde er die Kinder ihrer beiden Eltern berauben. Joanna betonte, dass Robert im Falle einer spontanen Gewalttat kaum einer Gefängnisstrafe entgehen könne. Schließlich gelang es, den häuslichen Tyrannen davon zu überzeugen, das Messer wegzulegen. Bereits am Tag nach dem Vorfall erzählte Joanna alles ihrer Mutter und einigen Freunden.
Alle waren der Meinung, dass sie den Vorfall unbedingt der Polizei melden müsse, da man so etwas nicht ignorieren könne. Alle hatten bemerkt, dass Roberts Verhalten seit der Einreichung der Scheidung unberechenbar und gefährlich geworden war. Die Frau befürchtete, dass sich eine Verhaftung sehr negativ auf die Kinder auswirken könnte und wollte ihnen diesen Stress nicht zumuten. Joanna glaubte, dass sich die Situation von selbst lösen würde, da sie nach diesem Ausbruch der Aggression erneut mit ihrem Mann gesprochen und ihm klargemacht hatte, dass es keine Wiederaufnahme der Beziehung geben könne, woraufhin er sich damit abgefunden hatte. Nun bat Joanna Robert eindringlich, aus ihrem Haus auszuziehen, da sie der Meinung war, dass ein weiteres Zusammenleben für alle gefährlich sein könnte. Leider hatte dies keinen Einfluss auf den Mann. Der Ehemann erklärte, dass er nicht vorhabe, seinen Wohnort zu wechseln. Der Mann genoss es, in einem großen Haus zu leben und ein luxuriöses Leben zu führen. Dann bot man ihm Geld an, mit dem er sich eine Wohnung kaufen könnte, aber er blieb hart. Viele glaubten, dass er auf ein besseres finanzielles Angebot wartete, da Joanna aus einer wohlhabenden Familie stammte. Mehrmals hintereinander bot man ihm immer höhere Summen an. Schließlich funktionierte es, und Robert zog aus. Joanna konnte endlich aufatmen. Sie fühlte sich nicht mehr in ihrer Sicherheit bedroht. Das Paar teilte sich das Sorgerecht für die Kinder. Die Frau wartete auf das Ende der Scheidung, als plötzlich ein heftiger Streit über die Aufteilung des Hauses entbrannte. Trotz des Ehevertrags hatte Robert nicht vor, auf sein Eigentum zu verzichten. Leider waren die ehemaligen Eheleute gezwungen, den Kontakt aufrechtzuerhalten, um die Besuche bei ihrem Sohn und ihrer Tochter zu koordinieren. Dabei versuchte Joanna mit allen Mitteln zu zeigen, dass eine Wiederaufnahme der Beziehung zu Robert ausgeschlossen war, damit er nicht versuchte, sie zu umwerben. Es schien zu funktionieren. Sie lebten getrennt. Robert begann sogar eine Beziehung mit einer anderen Frau, einer Stewardess aus seiner Arbeit. Einige Zeit nach Beginn der Beziehung wurde sie von ihm schwanger. Joanna hielt das für eine gute Nachricht und hoffte, dass die Beziehung zu einer anderen Frau und deren Schwangerschaft Robert dazu bringen würden, sie zu vergessen. Aber sie irrte sich gewaltig. Am 1. November 2010 meldete sich ein Mann bei der örtlichen Polizeidienststelle. Von Anfang an verhielt er sich sehr geheimnisvoll, wollte nicht zu viel sagen, berichtete aber verschleiert von einem Vorfall. Er wählte seine Worte sorgfältig, wollte aber dennoch zur Polizei kommen, um von etwas zu berichten, das kurz vor diesem Tag passiert war. Er lehnte es kategorisch ab, dass die Polizei zu ihm nach Hause kam und behauptete, er habe 4 Kinder zu versorgen und wolle ihnen keine unnötigen Unannehmlichkeiten bereiten. Der verdächtige Mann stellte sich als Robert Brown vor. Etwa zur gleichen Zeit, als der Mann sich an die Polizei wandte, erhielt eine enge Freundin von Joanna einen Anruf von der Schule, die ihre Kinder besuchten. Dies geschah am selben Tag, an dem Robert sich an die Behörden wandte. Joannas Kinder kamen nicht zur Schule, ihre Lehrer versuchten, die Mutter anzurufen, um den Grund herauszufinden, aber niemand reagierte. Danach erreichten sie ihre Freundin, aber sie wusste nicht genau, wo Joanna sich befand. Dabei waren gerade die Oktoberferien in den englischen Schulen zu Ende, die Schüler blieben eine Woche lang zu Hause. Alex und Katie verbrachten diese Zeit bei ihrem leiblichen Vater. Joanna hatte vor, auf die Isle of Man zu fliegen, um ihre Eltern zu besuchen, daher war unklar, wann die Frau verschwunden war. Was war mit den Kindern passiert? Sie waren 8 und 9 Jahre alt, daher waren alle besorgt. Nach dem Anruf aus der Schule wandte sich Joannas Freundin an ihre Mutter. Die Frau erklärte, dass ihre Tochter nach der Reise auf die Isle of Man bereits nach Ascot zurückkehren sollte. Sie hatte am Tag ihrer Rückkehr nicht mit ihr gesprochen, aber nach dem Anruf wurde die Mutter unruhig und versuchte, ihre Tochter zu erreichen. Zu ihrem Entsetzen erhielt sie keine Antwort. Danach rief sie erneut ihre Freundin an. Da sie Joanna nicht finden konnten, beschlossen sie, sich an die Polizei zu wenden. Zu diesem Zeitpunkt hatte Robert bereits ein Treffen mit der Polizei beantragt. Nachdem sie diese beiden Aussagen miteinander verglichen hatten, beschlossen die Ermittler, zum Haus der Vermissten zu fahren, um ihre schlimmsten Befürchtungen zu überprüfen. Es war niemand da. Niemand reagierte auf das beharrliche Klopfen, sodass die Polizeibeamten beschlossen, die Tür aufzubrechen, um hineinzukommen. Sobald sie im Haus waren, bemerkten sie sofort verdächtige Flecken im Flur, die wie Blut aussahen. Die Durchsuchung blieb ergebnislos. Joanna wurde nicht gefunden. Es war überhaupt niemand im Haus, auch keine Kinder. Die Polizisten mussten mit leeren Händen zur Wache zurückkehren. Nun warteten sie darauf, dass Robert zum vereinbarten Treffen erschien. Als der Mann dort eintraf, weigerte er sich jedoch, die Fragen der Polizei zu seiner Frau zu beantworten.
Sein Verhalten wirkte sehr seltsam. Er war es, der die Polizei gerufen und um ein Treffen gebeten hatte, aber nun weigerte er sich, Informationen preiszugeben. Da Joanna immer noch verschwunden war, wurde beschlossen, Robert zu verhaften. Man beschloss, das Haus der Vermissten, das auf einem recht großen Grundstück lag, genauer zu durchsuchen. Solange die Geschehnisse ein Rätsel blieben, zögerte man, Anklage gegen den Mann zu erheben. Die Behörden begannen, das gesamte Gelände zu untersuchen und parallel dazu mit den Familienangehörigen von Joanna zu sprechen. Alle gaben an, dass die Frau nicht spontan verschwinden konnte, nicht vorhatte wegzufahren und ihre Kinder mitzunehmen. Aber alle Verwandten der Vermissten äußerten sich negativ über Robert und waren der Meinung, dass nur er etwas mit dem Verschwinden von Joanna zu tun haben konnte. Am ersten Tag der Suche war die einzige Information, die bestätigt werden konnte, dass Robert die Kinder zum Haus seines Bruders gebracht hatte. Die Angehörigen der Vermissten beruhigte zumindest die Tatsache, dass Alex und Katie in Sicherheit waren. Am 2. November 2010 wurde Robert erneut verhört. Jedes Mal versuchte man, ihn zu den Ereignissen vom 31. Oktober zu befragen, aber auf fast alle Fragen antwortete er: kein Kommentar. Da beschlossen die Polizisten, ihre Taktik zu ändern und mit dem Mann über alltägliche Dinge zu sprechen. Er wurde sofort lebhaft und erzählte bereitwillig, wie gerne er joggt, aber sobald das Thema auf Joanna kam, wurde er verschlossen und nervös. Der Mann sprach ziemlich offen über seine Beziehung und sein Eheleben mit dieser Frau, betonte jedoch, wie schlecht sie sei, bezeichnete sie als verwöhntes Kind und versuchte mit allen Mitteln, sie in ein schlechtes Licht zu rücken. Er erwähnte ständig, dass Joanna und ihre Familie keine Geldprobleme hätten und nicht wüssten, wie schwer es sei, Geld zu verdienen. Am Ende dieses Gesprächs hatten die Polizisten den Eindruck, dass er sie nur hasste, weil die Simpsons reicher waren als er. Robert selbst stammte aus einer einfachen Familie, die in Edinburgh lebte. Sein Vater arbeitete im Hafen, seine Mutter war Bankangestellte. Sie hatten keine großen Geldprobleme und konnten ihren Lebensunterhalt ohne Schwierigkeiten bestreiten, aber vom finanziellen Wohlstand der Familie Joanna waren sie weit entfernt. Robert selbst war Pilot und verdiente etwa 150.000 pro Jahr, sodass er auch keinen besonderen Grund hatte, sich zu beklagen. Dennoch äußerte er sich weiterhin unzufrieden über all das. Die Ermittler unterhielten sich ziemlich lange mit Robert über abstrakte Themen. Der Mann war sehr gesprächig, aber sobald man ihn nach Joanna und den Ereignissen vom 31. Oktober fragte, antwortete er erneut, dass er dazu keinen Kommentar abgeben wolle. Auf die Verwunderung der Ermittler hin erklärte Robert, dass er eine Art Blockade verspüre, als würde sein Verstand ihn daran hindern, solche Fragen zu beantworten. So sehr die Ermittler auch versuchten, den Mann zum Reden zu bringen, es gelang ihnen nicht. Die Polizisten waren gezwungen, weiter Informationen zu sammeln. Joannas Haus wurde gründlich durchsucht. Es wurde noch mehr Blut im Wohnzimmer sowie an mehreren Stellen im Innenhof und auf der Zufahrt gefunden. Die Spuren sahen so aus, als wäre sie irgendwohin gebracht worden. Alle diese Proben wurden zur Analyse gesammelt. Später konnte bestätigt werden, dass das Blut von Joanna stammte. Die Behörden vermuteten, dass Robert seine Ex-Frau getötet hatte. Aber es blieb ein Rätsel, warum er sich 3 Jahre nach der Trennung zu dieser Tat entschlossen hatte. Er hatte bereits begonnen, sich ein neues Leben mit einer anderen Frau aufzubauen. Allerdings lieferte der Mann selbst ein mögliches Motiv. Es war offensichtlich, dass ihn Joannas Reichtum sehr beunruhigte. Er hatte einen Ehevertrag unterzeichnet, der theoretisch bedeutete, dass ihm das finanzielle Wohlergehen seiner Frau überhaupt nichts anging. Nach der Scheidung stand ihm nichts zu. Wie sich herausstellte, war Joanna nicht besonders offen, was die Finanzen ihrer Familie anging. Selbst nachdem sich das Paar getrennt hatte und Robert ausgezogen war, kehrte er oft in ihre Wohnung zurück, wenn sie nicht da war. Er überredete sogar seine Kinder, ihm den neuen Sicherheitscode für die Alarmanlage zu geben, der ihm ungehinderten Zugang ermöglichte. Wie sich herausstellte, galt sein Interesse vor allem den Dokumenten seiner Ex-Frau, die mit den Finanzen der Simpsons und ihren eigenen zu tun hatten. Er war besessen von der Vorstellung, dass Joanna riesige Geldsummen auf verschiedenen Konten hatte. Zeitweise trieben seine Fantasien ihn bis zum Absurden. Robert war überzeugt, dass sie bis zu 25 Millionen Pfund Sterling besaß, auf die er ohne den Ehevertrag Anspruch gehabt hätte. Lange Zeit wurden Eheverträge im britischen Rechtssystem nicht berücksichtigt und es kam zu Gerichtsverfahren. Aber seit dem 20. Oktober 2010 werden Eheverträge ohne zusätzliche bürokratische Hürden berücksichtigt.
Somit hatte Robert im Falle einer Scheidung keinen Anspruch auf einen Cent aus dem Vermögen seiner Frau, und das wusste er auch. Interessanterweise war die nächste Gerichtsverhandlung im Scheidungsverfahren für den 8. November desselben Jahres angesetzt. Nun war die Wahrscheinlichkeit groß, dass dies ihr letztes Treffen sein würde, nachdem die Ehe endgültig geschieden sein würde. Dies könnte eine ausreichende Erklärung dafür sein, warum Robert eine Woche vor diesen Ereignissen beschlossen hatte, seine Frau zu töten. Alex und Katie verbrachten die gesamten Ferien bei ihrem Vater. Am Sonntag, dem 31. Oktober, sollte er sie zu ihrer Mutter zurückbringen. Joanna bereitete sich auf die Rückkehr ihres Sohnes und ihrer Tochter vor, da sie lange nicht gesehen hatte und sie vermisste, deshalb backte sie einen Schokoladenkuchen und kochte ihr Lieblingsessen. Die Frau bat eine ihrer Freundinnen, sie bei diesem improvisierten Festessen zu begleiten. Normalerweise lud Joanna in solchen Momenten immer jemanden ein, da sie Angst vor ihrem Ex hatte, aber diesmal konnte ihre Freundin nicht kommen, sodass sie Alex und Katie allein empfangen musste. Die Polizisten sprachen mit den Kindern der ehemaligen Eheleute. Sie gaben wertvolle Informationen, die alle Fragen klärten. Der Streit zwischen den Eltern begann sofort, als Robert Alex und Katie gegen 16 Uhr zu ihrer Mutter brachte. Sie befanden sich in einem anderen Zimmer und konnten nicht genau bestätigen, was vor sich ging, aber sie hörten Geräusche, die nach körperlicher Gewalt klangen. Nach Angaben der Kinder klang es wie dumpfe Schläge. Nach einer Weile hörten die verdächtigen Geräusche auf, woraufhin Robert Joanna aus dem Zimmer trug und sie in den Kofferraum seines Autos legte. Der Vater sagte seinen Kindern, dass ihre Mutter gestürzt und verletzt sei und er sie deshalb ins Krankenhaus bringen müsse. Nachdem er den Kofferraum geschlossen hatte, befahl der Mann den Kindern, sich ins Auto zu setzen und fuhr sie zu sich nach Hause, wo sie bei seiner neuen Freundin blieben. Nachdem er sie dort zurückgelassen hatte, fuhr Robert sofort weg und kam erst gegen 19 Uhr zurück. Als er wieder nach Hause kam, war Joanna nicht mehr da. Alle Fragen der Kinder beantwortete er ausweichend. Robert hatte also etwa 3 Stunden Zeit gehabt, aber was er gemacht hatte und wo Joanna war, blieb ein Rätsel. Danach wurde Robert erneut befragt, aber er gab immer dieselben Antworten. Insgesamt wurde er 9-mal verhört, aber bei jeder Befragung machte der Mann keine Angaben zum 31. Oktober und zu den Ereignissen im Zusammenhang mit seiner Ex-Frau. Nach der letzten Befragung bat er um ein Gespräch mit seinem Anwalt unter 4 Augen. Beide gingen in ein separates Zimmer. Nach etwa 20 Minuten kam der Verteidiger zurück und verlas eine Erklärung, in der Robert den Mord an seiner Ex-Frau gestand. Der Mann gab an, dass er und Joanna sich über etwas im Zusammenhang mit der Ausbildung ihrer Kinder gestritten hätten und er irgendwann die Kontrolle verloren habe. Er erinnere sich nur daran, dass er seine Frau mehrmals geschlagen habe. Dann wollte er seine Kinder nach Hause bringen und seine Frau ins Krankenhaus fahren, aber nachdem er die Kinder weggebracht hatte, stellte der Mann fest, dass Joanna bereits tot war. Der Mann geriet in Panik und beschloss, die Leiche zu beseitigen, die er im Wald versteckte. Die Geschichte des Mannes klang unglaubwürdig. Schließlich hätte Robert seine Frau sofort ins Krankenhaus bringen können. Unklar blieb auch, warum er sie im Kofferraum versteckt hatte. Warum hatte er Joanna nicht in den Innenraum gelegt? Es schien, als hätte Robert von Anfang an gewusst, dass die Frau tot war. Und deshalb wollte er die Kinder nicht mit dem Anblick ihrer Mutter erschrecken und versteckte sie im Kofferraum. Nun erklärte sich der Mann bereit, die Ermittler zu der Stelle zu führen, an der sie sich befand. An der angegebenen Stelle wurde tatsächlich die Leiche der 46-jährigen Mutter von 2 Kindern gefunden. Es war offensichtlich, dass es ohne Roberts Geständnis praktisch unmöglich gewesen wäre, die Leiche zu finden. Er hatte sich sehr gut vorbereitet. Er hatte Joanna mehr als 2 Kilometer von der nächsten Straße entfernt in ein dichtes Gebüsch gebracht. Dort hatte Robert ein ziemlich tiefes Loch gegraben, das er anschließend sorgfältig eingeebnet und mit Blättern bedeckt hatte, als wäre nichts geschehen. Es handelte sich um eine wirklich tiefe Grube, weshalb die Polizei Robert nicht glaubte. Es gab keine Anzeichen für frisch ausgehobene Erde. Man schätzte, dass er im Voraus etwa 400 Kilogramm Erde entfernt hatte, was viel Zeit in Anspruch genommen haben musste. Der Boden war bereits gefroren, was das Graben zusätzlich erschwerte. Es schien unwahrscheinlich, dass all dies in 3 Stunden zu schaffen war. Da es keine Anzeichen für Umgrabungen gab, wurde vermutet, dass er die Erde an einem anderen Ort entsorgt hatte. Die Umstände ließen vermuten, dass er das tiefe Loch im Voraus ausgehoben hatte. Die Theorie einer sorgfältigen Vorbereitung des Mordes wurde später bestätigt. Die Kinder gingen an diesen Ort, um Blumen zum Gedenken an ihre Mutter niederzulegen.
Sie gaben an, dass sie das Gelände gut kannten, sie hatten sogar ein Geheimversteck in der Nähe. Das letzte Mal waren sie während der Ferien hier, als sie ihren Vater besuchten. Wahrscheinlich hatte er genau in diesem Moment begonnen, das Loch für seine Ex-Frau zu graben, während die Kinder in ihrem Versteck spielten. Natürlich bestritt Robert weiterhin, dass der Mord an Joanna sorgfältig geplant war. Seinen Angaben zufolge war der Angriff ein Unfall. Er habe aufgrund des Stresses, der sich während der langen und schwierigen Scheidung aufgebaut hatte, einfach die Kontrolle verloren. Der Anwalt bestand darauf, dass die Tat in Affekt begangen worden sei, sodass Robert Anspruch auf eine milde Strafe habe. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass Joanna mindestens 14 Schläge mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf erhalten hatte. Dabei handelte es sich um einen Hammer mit einem Nagelzieher, der in demselben Behälter gefunden wurde, in dem die Leiche versteckt war. Wenn Robert die Tat nicht geplant hatte, warum kam er dann mit dieser Tatwaffe zum Haus? Später erklärte Robert, dass er den Hammer aus seinem Schuppen genommen und in der Tasche seiner Tochter versteckt habe, konnte aber nicht erklären, warum er das getan hatte. Außerdem befanden sich in dem Container viele andere Gegenstände, die die Version eines geplanten Verbrechens bestätigten. Im Inneren wurden ein Schutzanzug, Plastiküberziehschuhe und Gummihandschuhe gefunden. Nach dem Mord nahm er die Überwachungskamera aus dem Haus, den Hammer und entsorgte beides. Es war offensichtlich, dass er sich vor der Tat sorgfältig vorbereitet und ganz rational gehandelt hatte. Im Mai 2011 begann der Mordprozess. Die Staatsanwaltschaft beharrte darauf, dass Joanna Opfer eines sorgfältig geplanten Verbrechens geworden sei. Die Verteidigung argumentierte, dass ihr Mandant jahrelang unter dem Leben mit einer reichen, arroganten Frau gelitten habe, die ihn völlig kontrolliert habe. Robert beklagte sich, dass er gezwungen worden sei, einen Ehevertrag zu unterschreiben. Er erklärte, dies sei ein Versuch gewesen, ihm das Geld wegzunehmen, das ihm seiner Meinung nach von den Simpsons für die Jahre der Demütigungen, die er in der Ehe erlitten hatte, geschuldet wurde. In einem Moment verlor er die Beherrschung und tötete seine Frau im Affekt. Als die Geschworenen mit ihrem Urteil zurückkamen, schockierten sie alle. Sie befanden Robert des Totschlags für schuldig. Anstatt eine lebenslange Haftstrafe zu erhalten, kam der Mörder mit 26 Jahren davon. 2 Jahre davon waren wegen Behinderung der Ermittlungen. Nach britischem Recht hätte der Mann 13 Jahre hinter Gittern verbringen müssen. Die restliche Zeit unter polizeilicher Aufsicht. Robert hätte im November 2023 freikommen können. Aber die empörten Eltern der Ermordeten konnten das nicht zulassen. Sie verbrachten Jahre damit, sich für eine Reform der geltenden Gesetze zu Mord und häuslicher Gewalt einzusetzen. Die Kommission entschied, dass Robert Brown eine Gefahr für die Gesellschaft darstelle, was ihm automatisch die Möglichkeit nahm, nach Verbüßung der Hälfte seiner Strafe freizukommen. Der Täter legte Berufung ein, die jedoch abgelehnt wurde. Er sitzt immer noch hinter Gittern. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.